Hast du gewusst, dass fermentierte Getränke deine Darmgesundheit unterstützen können? Tja, legen wir mal los. Es gibt heute ein richtig gutes Ingwerbier. Dafür brauchen wir einen Ingwerstarter und deswegen gebe ich kaltes bis lauwarmes Wasser hier in ein sauberes Gefäß und füge nun Zucker hinzu. Und ja, ihr braucht Zucker, Honig oder Sirup, kein Alternativzucker bitte, denn die Bakterien, die ich jetzt hinzufüge, in Form eines Bio-Ingwer, den ich gerieben habe, mit Schale, die brauchen den Zucker, um ihn dann zu verarbeiten als Nahrung und sich zu vermehren. Denn diese guten Bakterien brauchen wir, um einfach gesünder und besser durchs Leben zu gehen. Das Ganze decke ich jetzt hier zu. Da ich so einen Bügelverschluss habe mit so einer Silikonlasche, ist das gar kein Thema. Die Gase können entweichen, wenn nicht, einfach nur einen Deckel drauflegen. Und am nächsten Tag hat sich das schon ein bisschen dunkler verfärbt, aufgrund von der Schale vom Ingwer. Ich schüttle das ein bisschen durch, es hat sich aber noch nichts getan. Ihr seht es links hinten an meinem Thermometer. Bei mir herrschen gerade nur 20 Grad. Es ist ein bisschen kalt und dann braucht ihr ein bisschen länger, um in die Gänge zu kommen. Also füge ich am zweiten Tag noch mal ein bisschen Ingwer und in diesem Fall braunen Rohrzucker hinzu, rühre das Ganze um. Dadurch, dass wir noch mal neuen Ingwer gerieben hinzugeben, fügen wir auch neue wilde Hefen und Bakterien hinzu und der Zucker dient wieder als Nahrung. Wieder einen Tag später sehen wir, ja, langsam tut sich schon was. Wenn wir schütteln, schäumt es schon ein bisschen mehr. Das sieht gut aus. Aber da geht noch was. Also, er muss richtig schön blubbern, bevor wir dann zum nächsten Schritt zu unserem Ingwerbier hinzugehen können. Also noch einmal ein bisschen Zucker und noch einmal ein bisschen Ingwer. Hier nochmal das letzte bisschen rauskratzen. Und ich habe nachher nochmal einen guten Tipp für euch. Und da kommen wir aber später nochmal zu. Hier erstmal umrühren, zur Seite stehen. Und wenn ihr merkt, wie bei mir, der kommt nicht so recht in die Gänge, stellt ihn warm. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Gärautomaten, den kann ich auf 28 Grad stellen. Das ist die richtige Temperatur. Alternativ Backofen mit eingeschaltetem Licht und geschlossener Tür gehen genauso. Aber hier nach kurzer Zeit fühlt er sich so richtig wohl bei den 28 Grad. Und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied. Guckt mal. Ja, man kann es schon sehen, aber jetzt wird es noch besser. Also der ist richtig gut jetzt in Fahrt gekommen. Schaut mal. Seht ihr das, wie der blubbert? Wahnsinn. Und genau das ist es, was wir brauchen. Also der muss richtig schön blubbernd sein. Wenn das bei euch nicht der Fall ist, wirklich wärmer stellen oder nochmal eben 1, 2 Tage länger Zucker und Ingwer mit hinzugeben. Besser ist es aber natürlich, wenn er es kuscheliger hat. Jetzt, wo die Temperaturen hoffentlich bald wärmer werden, ist das kein Thema. Ansonsten kann ich euch so einen Gärautomaten sehr ans Herz legen. Das genaue Rezept für das Ingwerbier findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch einen Screenshot machen. Wenn der so schön Blasen schlägt, dann können wir zum nächsten Schritt übergehen und werden uns jetzt hier so einen kleinen Ingwer aufkochen. Dafür einfach das Wasser in einen Topf geben, Zucker hinzu und nochmal geriebener Ingwer. Und jetzt machen wir etwas, was im ersten Moment ein bisschen verrückt erscheint. Wir kochen das Ganze. Im Prinzip töten wir uns jetzt alle guten Bakterien, die es gibt. Und das ist im ersten Moment ein bisschen fragwürdig, hat aber seinen Grund. Und zwar durch das Aufkochen, das muss mindestens wirklich 5 Minuten köcheln, entziehen wir den Ingwergeschmack in das Wasser hinein. Und das ist ja das, was wir brauchen, denn wir wollen ja ein Ingwerbier haben und nicht ein Zuckerwasserbier, sondern wirklich, da soll richtig schön der Ingwergeschmack reinkommen. Also so sprudelnd muss es 5 Minuten kochen. So, und wenn das dann abgeschlossen ist, stellt euch auch gerne da die Zeitschaltuhr, euren Timer da nochmal eben. Dann stellt ihr es zur Seite und lasst es abkühlen.
Ich nehme mir jetzt mal mein Thermometer zur Hilfe und messe die Temperatur, denn da kann man sich auch wirklich vertun. Und was sagt es mir? 38,8 Grad Celsius. Perfekt. So mögen es die Hefebakterien später. Ich gieße nun diesen Sud ab, den ich hergestellt habe. Und falls ihr Lust habt, diesen Trester weiter zu verwenden, vielleicht in einem köstlichen Brot, dann schreibt mir das bitte gerne in die Kommentare. Dann werde ich natürlich noch mal was Leckeres zaubern. Denn so etwas Gutes wegzuschmeißen, das finde ich tatsächlich sehr schade. Also falls Interesse besteht, schreibt es mir bitte einmal hinein. Und dann werde ich natürlich gerne noch mal ein Video dazu machen. So, ich hatte jetzt hier meinen Ingwer-Starter einmal wieder in dem Gärautomaten geparkt, damit er nicht wieder kalte Füße kriegt. Also immer noch wahnsinnig gut aktiv, schäumt, ohne dass ich ihn geschüttelt habe. Da können wir doch jetzt loslegen. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein selbstgemachtes Hefewasser. Und davon brauchen wir jetzt 50 Milliliter. Das siebt ihr auch ab und auch hier, entweder gebt ihr das zurück in den Starter oder aber ihr backt was Leckeres draus. Ich habe jetzt ein bisschen zu viel hier drin gehabt, 75 Milliliter. Ich brauche tatsächlich nur 50. Habe den Rest wieder zurückgegossen und habe jetzt hier eine saubere, sterilisierte Flasche. Gebt den Trichter hier hinein. Ihr könnt es auch ohne Trichter, aber erfahrungsgemäß klebt man da tatsächlich mehr. Und gieße da jetzt hier einmal den Sud, den wir aufgekocht hatten, einmal hinein. Das ist jetzt keine Literflasche, daher kriege ich auch nicht alles hinein. Das ist aber nicht schlimm. Ich sage euch, was ihr dann mit dem Rest gleich machen könnt. So, und dann, damit das hier nicht verkommt, die 50 Milliliter müssen hier hinein, denn dieser Ingwer-Starter sorgt nun dafür, dass der zuckerhaltige Sud weiter fermentiert wird. Der Zucker wird weiter abgebaut, es bildet sich Kohlensäure und ihr bekommt ein wundervoll fermentiertes Getränk für zu Hause, was am besten morgens auf nüchternem Magen genossen eine unheimliche Entwicklung hat für eure Darmgesundheit. Testet das mal unbedingt aus. Und ja, fermentierte Lebensmittel wie Hefewasser, Wasserkefir, aber auch dieses Ingwerbier haben natürlich ein bisschen Alkohol. Der befindet sich durchschnittlich bei 0,1, 0,2 bis 2,5. Es ist aber ein Unterschied, ob ihr einen natürlichen Alkohol habt oder den gekauften, denn das ist wie zum Beispiel mit Phosphaten. Die künstlichen Phosphaten in irgendwelchen sodahaltigen Getränken, die ihr kaufen könnt, die sind sehr gesundheitsschädigend. Diese Phosphate, die ihr in der Natur findet, in Lebensmitteln oder die sich auch in unserem Körper natürlicherweise befinden, das sind wieder gute Phosphate, die wir vertragen. Und so ist es auch mit den fermentierten Lebensmitteln. Ich vertrage zum Beispiel gar keinen Alkohol. Davon kriege ich sofort Magenschmerzen und Probleme. Bei den fermentierten Lebensmitteln ist das aber nicht der Fall. Also testet es unbedingt mal aus. Ich hatte vorher noch nie ein Ingwerbier probiert und daher mache ich das natürlich. Schmeckt übrigens auch sehr lecker kalt genossen oder ihr könnt das Ganze auch ein bisschen strecken, dass ihr sagt, okay, ich nehme hier ein Glas Wasser mit ein paar Eiswürfeln und gebe da einfach wie bei einem Sirup nur ein bisschen was davon hinzu, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt. Ist aber wirklich richtig fantastisch. Wichtig, nehmt am besten so ein Bügelgefäß für den Kühlschrank, lasst zwischendurch immer mal wieder die Kohlensäure ab, wenn ihr es länger lagert. Und schon habt ihr ein richtig köstliches, spritziges Getränk. Übrigens, die Reste von dem Sud habe ich wieder in den Ingwer-Starter gegeben und den füttere ich jetzt weiter. Und wenn ihr Lust habt, da noch Rezepte zu sehen, dann abonniert meinen Kanal. Ich bin bald wieder zurück und ganz liebe Grüße, eure Emma.